Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute möchte ich mal wieder zwei Hunderassen gegeneinander ins Rennen schicken. Und wie immer sind das zwei Top-Hunderassen. Heute tritt ein weltbekannter Rockstar gegen einen etwas leiser tretenden Hund an. Ich spreche hier vom großen Schweizer Sennenhund und dem Rockstar, den Rottweiler. Boom! Ja, zwei Hunderassen, die in der Kategorie der Molosser zu Hause sind. Es sind keine klassischen Molosser, aber sie gehören zur Kategorie der Molosser, haben eine ähnliche Entstehungsgeschichte vorzuweisen. Ja, und um Ihnen die zu präsentieren, möchte ich hier kurz mal in diese eintauchen. Beginnen wir mal mit dem Sennenhund. Der große Schweizer Sennenhund ist eine von 4 Sennenhunderassen und gleichzeitig die größte und die schwerste. Gefolgt vom Berner Sennenhund, dann kommt der Appenzeller und zum Schluss der Entlebucher Sennenhund. Die Sennenhunde kristallisierten sich heraus aus Verpaarungen von antiken römischen Kriegshunden mit damals in der heutigen Schweiz ansässigen Hunden. Die römischen Legionen, als sie im damaligen Germanien unterwegs waren, Schweiz, Deutschland, Österreich etc., hatten natürlich ihre Canis Bugnax, ihre Kriegshunde mit, die direkten Vorfahren des Cane Corsus und Mastino Napolitanus. Und klarerweise waren auch diese Kriegshunde nicht davor gefeit, sich zu verlieben. Also verpaarten die sich dort mit den ortsansässigen Hunden. So entstanden die Sennenhunde. Die Aufgabe der Sennenhunde war immer, Almen zu bewachen, doch sie fungierten auch als Zughunde, indem sie voll beladene Karren auf Jahrmärkte zogen. Heute sind die Sennenhunde beliebte Begleithunde, Familienhunde, aber auch fantastische Wach- und Schutzhunde. Wunderschöne Hunde, auch mein Onkel hatte einen Berner Sennenhund. Beim Rottweiler ist das ähnlich. Auch der entstammt Verpaarungen römischer Kriegshunde mit ortsansässigen Schäferhunden. Die Aufgabe des Rottweilers bestand immer darin, Vieh zu hüten, zu treiben, doch auch der fungierte als Zughund. Und wenn der mit Waren beladene Karren auf die Jahrmärkte zog, dann hatten seine Besitzer die Vorliebe, ihm die Geldbörse ans Halsband zu befestigen, denn sie wussten weit und breit, würde es niemand wagen, diesem Hund die Geldbörse vom Halsband zu entfernen. Auch der Rottweiler ist heute ein ganz beliebter Begleit- und Familienhund, ein toller Gebrauchshund und ein exzellenter Wach- und Schutzhund. In 9 Kategorien möchte ich die beiden Hunde heute miteinander vergleichen. Weshalb? Ich denke, sie fahren optisch eine ähnliche Schiene. Sie sind über einige Ecken miteinander verwandt. Also sehen wir mal, was sich da abspielt. Und beginnen wir gleich mit Größe und Gewicht. Laut Rassestandard ist der große Schweizer Sennenhund der Hund mit mehr Substanz. Er erreicht eine Schulterhöhe bis zu 72 cm und wird laut Standard bis zu 60 Kilo schwer. Hier hat laut Standard der Rottweiler etwas Nachsehen, denn der erreicht maximal 68 cm Schulterhöhe und wird maximal 50 Kilo schwer. Doch das entlockt mir ein Lächeln. Liebe Zuseher, ich sage Ihnen, wie es in der Praxis aussieht, aber das werden Sie selbstverständlich auch selber wissen. Ich kannte 2 Rottweiler persönlich, den Bodo und den Hoss, im Besitz meines damaligen Verbandspräsidenten von der Zuchtstätte Schloss Bertholdstein. Ob er heute noch züchtet, weiß ich nicht. Bodo war der Größere, ja, und wies eine Schulterhöhe von 74 cm vor, bei einem Gewicht von 72 Kilo. Warten Sie. Hoss war der Kleinere, war nur 72 cm hoch mit der Schulter, nur, unter Anführungszeichen, und 68 Kilo schwer. Liebe Zuseher, das ist kein Anglerlatein, so wahr ich hier sitze. Dieses Gewicht und diese Schulterhöhen hatten diese Hunde, das waren Brocken, Mutanten, Rottweiler Kolosse, die selbstverständlich auf Ausstellungen nichts gewonnen hätten. Doch sie existieren da draußen. Ja? Also, laut Theorie, am Papier ist der große Schweizer Sennenhund der Hund mit mehr Substanz. Doch die beiden Rottweiler, von welchen ich Ihnen soeben erzählt habe, die hätten jeden großen Schweizer in den Schatten gestellt. Aber wir bleiben beim Rassestandard, so wie beim Rest dieses Videos auch. Also, Kategorie Größe und Gewicht gewinnt der Schweizer. Fellpflege. Wie sieht es mit der Fellbeschaffenheit beider Hunde aus?
Beide Hunderassen werden als kurzhaarige Hunde angegeben. Ich sah noch nie einen großen Schweizer Sennenhund mit klassischen Stockhaar. Anders war es beim Rottweiler. Beide Hunde weisen dichte Unterwolle vor, gleich vorneweg gesagt. Und beide haben ein durchschnittlich intensiv zu pflegendes Fell, würde ich behaupten. Also 2-3 Mal bürsten die Woche sollte vollkommen reichen. Doch zurück zum Stockhaar. Während der Rottweiler auch als kurzhaariger Hund angegeben wird, sah ich schon oft echt stockhaarige Rottweiler, also Rottweiler mit relativ langem Deckhaar. Und erst kürzlich habe ich mit einem meiner Zuseher über dieses Thema geschrieben. Hallo Freddy, Grüße nach Dresden. Freddy ist im Besitz eines wunderschönen Amstaffs und einer Exotic Bulldog Hündin. Ja. Bei diesen verschiedenen Fellbeschaffenheiten des Rottweilers, die mir schon oft aufgefallen ist mir noch etwas aufgefallen. Und zwar bilde ich mir ein, dass die extrem kurzhaarigen Rottweiler immer die etwas athletischer, schlanker, sportlicher gebauten Hunde darstellen, als die Rottweiler mit dem etwas längeren Fell. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein, denn die Rottweiler mit dem etwas längeren Fell wirken oftmals auf mich als Hunde mit mehr Substanz als die mit dem kürzeren, während die mit dem kürzeren Fell für mich manchmal die etwas athletischeren Hunde sind, aber dazu vielleicht bilde ich mir das nur ein. Zurück zum Standard. Beide Hunde gelten als kurzhaarig mit vorhandener Unterwolle. Fellpflege bei beiden Hunden absolut keine Hexerei. Doch ich möchte hier kurz mal in die Praxis reingreifen und wenn Sie im Besitz eines Rottweilers mit fast schon klassischen Stockhaar sind, dann benötigt die Fellpflege dieses Hundes etwas mehr an Arbeit als diejenige des großen Schweizers. Deswegen sage ich, die etwas weniger intensiv benötigte Fellpflege hat der große Schweizer. Also gewinnt diese Kategorie der Schweizer. Bewegungsdrang, Triebigkeit. Der große Schweizer Sennenhund ist ein relativ ruhiger Hund. Vorneweg sei gleich gesagt, vielleicht sind ja Sie im Besitz eines großen Schweizer Sennenhundes, der, was die Triebigkeit betrifft, jeden Rottweiler in den Schatten stellt. Kann ja sein, doch ich bewerte hier rein nach dem Rassestandard. Dieses Thema hatten wir schon mal. Anders geht es nicht. Der große Schweizer ist alles andere als eine Schlaftablette und bei weitem kein Phlegmatiker. Ein Wanderer. Keine Frage. Aber man kann bei diesem Hund nicht von stark ausgeprägter Triebigkeit sprechen. Das kann man auch beim Rottweiler nicht. Und ich würde behaupten, dass von allen 9 offiziell anerkannten Gebrauchshunderassen, wo ja der Rottweiler dazugehört, der Rottweiler derjenige ist, der die geringste Triebigkeit vorweist. Dennoch würde ich sagen, hat der Rottweiler mehr Bewegungsdrang als der Sennenhund. Davon bin ich überzeugt. Der etwas triebigere Hund ist der Deutsche. Ganz sicher, wenn es nach dem Rassestandard geht. Also Kategorie Bewegungsdrang, Triebigkeit gewinnt hier für mich der Rottweiler. Thema Leistungsfähigkeit. Der große Schweizer Sennenhund ist ein ausdauernder und starker Hund. Das ist der Rottweiler auch. Und vielleicht, wenn es rein um die Muskelkraft geht, übertrifft der große Schweizer den Rottweiler. Möglich. Doch im Gesamten gesehen ist der Rottweiler für mich ganz klar der leistungsfähigere Hund. Der Rottweiler ist schneller, er ist explosiver und er ist beweglicher. Davon bin ich überzeugt, da lasse ich nicht mit mir streiten. Wenn wir die Muskelkraft außen vor lassen, würde ich sagen, ist im Gesamten gesehen der Rottweiler der leistungsfähigere Hund. Auch wenn es nicht viel ist. Doch die Kategorie Leistungsfähigkeit gewinnt für mich der Rottweiler. Thema Wach- und Schutzhund. Sennenhunde hatten schon immer die Aufgabe zu bewachen und zu beschützen. So auch der Rottweiler. Und das ist eine etwas undankbare Kategorie für den Sennenhund. Wissen Sie wieso? Weil er als Gegner den Rottweiler hat. Hier hätte es jeder Hund schwer, der in dieser Kategorie gegen den Rottweiler antritt. Das ist eine Kategorie, wo der Rottweiler glänzen kann. Wir alle wissen, dass
der Hund aus Rottweil ein fantastischer Bewacher und ein fantastischer Beschützer ist. Ich muss diesen Sieg an den Rottweiler geben und ich möchte mich hier kurz erklären. Ich bin davon überzeugt, dass der Rottweiler bei diesem Thema immer etwas grimmiger, überzeugter und schneller reagiert als der Schweizer. Der große Schweizer Sennenhund ist, das steht außer Frage, ein fantastischer Wachhund, ein fantastischer Schutzhund. Doch der Rottweiler ist das Ganze ein klein wenig mehr. Davon bin ich absolut überzeugt. Deswegen gewinnt für mich die Kategorie Wach- und Schutzhund der Rottweiler. Thema Hundesport. Fürs Agility sind beide nicht geeignet. Ja. Man kann es versuchen, doch ob Hundebesitzer und Hund beim Agility Spaß haben, wage ich zu bezweifeln. Es gibt ja nicht nur Agility. Das Thema Hundesport ist ja groß. Doch eine der Königsdisziplinen ist mit Sicherheit der Gebrauchshundesport. Wer hier die Nase vorne hat, muss ich glaube ich nicht erklären. Der Rottweiler ist eine der neuen Gebrauchshunderassen. Der Schweizer Sennenhund ist dafür bekannt, dass er sehr dickköpfig sein kann. Das kann Ihnen auch mit dem Rottweiler passieren, aber ja, Sie wissen schon. Generell gesehen ist der große Schweizer ein ausdauernder, starker Arbeitshund, aber Sportler ist der Schweizer keiner. Der Rottweiler ist ein Sportler und im Gesamten gesehen ist er mit Sicherheit der geeignetere Hund für den Hundesport. Ja, also Kategorie Hundesport muss hier der Rottweiler gewinnen. Kategorie Wohnungshaltung. Schauen Sie, das sind beides extrem substanzvolle Hunde. Eine zu kleine Wohnung, eine Wohnung mit 30 Quadratmeter wird sich für beide nicht eignen. Doch eine Wohnung in Apostroph normaler Größe, weshalb nicht? Beides sind Hunde, die nicht übersteigerte Triebigkeit vorweisen. Ja, beide Hunde haben einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb, doch im Vergleich zu anderen Hunderassen mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb sind sowohl der Rottweiler als auch der Sennenhund ziemlich gedämpft unterwegs. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein alter Hundesportkollege von mir, der immer deutsche Schäferhunde besaß, besorgte sich als seine letzten Hunde 2 Rottweiler. Ich traf ihn mal und fragte ihn, na Franz, wie bist du zufrieden mit den Rottweilern im Vergleich zu deinen Schäferhunden, die du immer hattest? Sagt er zu mir, Ronny, das kannst du nicht vergleichen. Bei der kleinsten Kleinigkeit sind meine Schäferhunde aufgesprungen, haben sich aufgeregt. Herrchen, hörst du nicht, was da draußen ist? Haben angeschlagen, Krawall gemacht. Und die Rottweiler sind dagegen Sirs. Die liegen, die überwachen das stoisch in der Art von warten wir mal ab. Also einen Rottweiler spürst du normalerweise nur ganz wenig zu Hause. Genau dasselbe gilt für den großen Schweizer. Also wenn die Wohnung groß genug ist, sind beide gleich gut dafür geeignet. Also hier gibt es ein absolutes Unentschieden. Thema Familientauglichkeit, eine der undankbarsten Kategorien für mich, denn hier kann man schnell jemanden beleidigen. Doch lassen Sie mich erklären, wenn hier ein Hund gegen den anderen Hund verliert, dann bedeutet das ja nicht, dass der Verlierer deswegen kein guter Familienhund ist. Er ist nur vielleicht ein klein wenig weniger geeignet als Familienhund wie der andere. Aber deswegen heißt ja nicht, dass er kein guter Familienhund ist. Ja? So ähnlich sieht das auch jetzt gleich hier aus. Also Thema Familientauglichkeit. Hier hat für mich der große Schweizer Sennenhund die Nase vorn. Weshalb? Ja, eigentlich nur aus einem Grund. Er ist kein Einmannhund und der Rottweiler ist ein typischer Einmannhund, genauso wie der Dobermann oder der Riesenschnauzer. Was ein Einmannhund ist, muss ich ja nicht erklären. Das habe ich schon 1000-mal getan. Das wissen Sie mit Sicherheit schon besser als ich selbst. Der große Schweizer Sennenhund fügt sich mit Sicherheit besser und harmonischer im Familienband ein, als es der Rottweiler tut, der sich eine bestimmte Person heraussucht, die für ihn zu 100% alles darstellt. Er liebt auch alle anderen, aber er hat eine Bezugsperson. Beim großen Schweizer Sennenhund ist das etwas anders. Das ist kein typischer Einmannhund. Der fügt sich da mehr ein. Ergo ist er für mich der bessere Familienhund. Was ja nicht heißt, dass der Rottweiler ein schlechter Familienhund ist. Ganz im Gegenteil. Der Rottweiler ist ein fantastischer Familienhund. Aber der große Schweizer
ist ein noch fantastischerer Familienhund für mich. Also gewinnt die Familientauglichkeit für mich der große Schweizer Sennenhund. Thema Ersthundetauglichkeit. Keiner von den beiden ist für mich ein klassischer Ersthund. Zu viel Substanz, man kann zu viel falsch machen. Bei beiden Hunderassen. Der große Schweizer Sennenhund ist ein Koloss mit guter Portion Dickköpfigkeit, die das eine oder andere Mal zum Vorschein kommen kann. Und bei ihm gilt der Spruch, wenn Sie mein Kommando geben, dann wird er das zur Kenntnis nehmen und zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. Ist natürlich eine individuelle Geschichte, aber das ist schon ein Spruch, der passen könnte für einen großen Schweizer. Beim Rottweiler ist das vielleicht etwas weniger passend, doch hat der Rottweiler dafür etwas mehr Drive. Er hat etwas mehr Feuer. Und beide Hunde haben in etwa dieselbe Substanz. Es sind wahnsinnig starke, große Hunde. Also als Ersthunde gehen beide nicht durch. Wenn Sie ein Mensch sind, der noch nie einen Hund hatte, sich in die Thematik nicht eingelesen hat und sich einen dieser Hunde nimmt mit der Einstellung, na, das wird schon gut gehen, glaube ich, ist das keine gute Idee. Weder beim Sennenhund noch beim Rottweiler. Aber ich möchte hier eine Entscheidung treffen und nicht wieder ein Unentschieden vergeben. Deswegen würde ich sagen, die Ersthundetauglichkeit gewinnt für mich der Schweizer, aber nur seinen Grund. Weil er vielleicht so viel ruhiger ist als der Rottweiler. Aber das ist der einzige Grund. Also, Kategorie Ersthundetauglichkeit gewinnt der große Schweizer Sennenhund. So, liebe Zuseher, jetzt sind wir hier fertig mit dieser Bewertung. Was haben wir hier? Ja, es sind beides ähnliche Hunde. Sie haben eine ähnliche Entstehungsgeschichte, können optisch, das sage ich heute mal, dasselbe Lager ansprechen. Der Schweizer hat am Papier etwas mehr Substanz. Also wenn es nach dem Rassestandard geht, wie es dann in der Praxis aussieht, können Sie sich vielleicht ausmalen, wenn Sie sich die Elterntiere ansehen. Und er fügt sich im Gesamten etwas harmonischer im Familienverband ein. Sie wissen schon, Vater, Mutter, Kinder und so weiter als der Rottweiler. Das ist meine Meinung. Aufgrund seiner bisschen weniger ausgeprägten Triebigkeit ist er auch für mich der geeignetere Ersthund, obwohl er auch für mich kein geeigneter Ersthund ist. Aber der etwas geeignetere Ersthund als der Rottweiler. Ja, und der Rottweiler ist der triebigere Hund, der sich mehr für den Hundesport eignet. Er ist vielleicht etwas effektiver beim Thema Bewachen, Beschützen, weil er generell ein bisschen grimmiger ist, ein bisschen energischer ist als der große Schweizer. Individuelle Geschichte wissen wir, Rassestandard, groß, wie schon mal gesagt. Ja, wenn Sie mich fragen, für welchen dieser beiden Hunde ich mich entscheiden würde, optisch gefallen mir beide gleich gut. Das sind beide wunderschöne, Molosserartige Hunde. Groß, stark, ja, tolle Charaktere, aber einer davon eignet sich vorzüglich für den Gebrauchshundesport, der andere etwas weniger. Welcher das ist, muss ich Ihnen nicht sagen. Ich bin ein alter Hundesportler und deswegen würde ich mich aktuell für den Rottweiler entscheiden. Wobei, hätte ich es nicht mehr auf den Hundesport abgesehen, könnte meine Auswahl auch schnell zugunsten des Schweizers fallen, denn der Hund gefällt mir unheimlich gut. Aber aktuell bin ich noch eher da im Lager des Hundesports zu Hause, also würde es jetzt so sein, dann würde ich mich für den Rottweiler entscheiden. Ja, liebe Zuseher, das war mein Vergleichsvideo zwischen diesen beiden um 7 Ecken verwandten Hunden und ja, man muss kein Professor sein, um zu erkennen, dass die auch mit Cane Corso und Mastino Napolitano verwandt sind. Man muss nur 1 und 1 zusammenzählen. Ich hoffe, es war halbwegs interessant für Sie. Es sind 2 tolle Hunderassen. Und ja, jetzt möchte ich mich nur mal bedanken bei Ihnen fürs Zusehen. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Selbstverständlich würde ich mich auch freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.